fast auf den Tag genau vor 7 Jahren saß ich hier und habe die CPM, die Collaboration Performance Map, erklärt. Und in den letzten 7 Jahren haben sich viele Dinge geändert, aber 2 nicht. Ich trage immer noch Brille. Und die CPM, die Collaboration Performance Map. Die haben wir in jedem Projekt eingesetzt, wenn es um die Frage geht, wie führe ich neue Technologie ein, wie entscheide ich mich für eine gute, schnelle Zusammenarbeit. Und es ist völlig egal, ob das jetzt Cloud-Technologie in der Corona-Zeit nachher war, ob das jetzt aktuell KI ist, also Gen AI, denn bei der CPM steht im Mittelpunkt und die ist unverändert seit 7 Jahren, die funktioniert, dieses Framework funktioniert. Also ich empfehle euch das Video sehr, weil wir saßen wirklich genau hier. So sehr sich die CPM nicht geändert hat, eine Sache hat sich geändert, die Kommunikation und Kommunikationsgeschwindigkeit komplett auf den Kopf gestellt hat. Und die eine Sache will ich euch mal zeigen, weil es ist noch überhaupt nicht klar, was das mit Zusammenarbeit macht. Die Chance, die wir haben, ist, das unfassbar zu beschleunigen. Und das möchte ich einmal kurz aufzeigen. Wenn ihr die CPM vor Augen habt aus dem Video von damals, dann hat sie diese verschiedenen Felder, die hier alle ausgefüllt sind. Schaut euch das Video an, dann wisst ihr, was ich meine. Hier in diesem Feld in der Mitte, da drin ist die Collaboration Vision. Die Collaboration Vision, das male ich euch gleich größer, besteht aus 2 Seiten der Kommunikation. Der asynchronen Seite, Dinge wie E-Mails, ihr arbeitet vielleicht mit Dokumenten, ihr habt vielleicht Textnachrichten, die ihr schreibt in der Firma und so weiter. Dann wird synchroner, dann habt ihr auf dieser Seite die Möglichkeit, mittlerweile Videokonferenzen natürlich zu machen, haben wir damals drüber gesprochen, aber das ist noch relativ fancy shit, das ist durch Corona ein Standard geworden. Ihr könnt auf der Seite natürlich auch telefonieren oder ihr geht eben ins Büro. Es soll ein Bürogebäude und keine Fabrik sein. Und das ist dann die synchrone Seite. Das ist das, was momentan in vielen Firmen natürlich eingefordert wird. Die asynchrone Seite und die synchrone Seite haben, wenn man sich das anschaut, einen Unterschied in der Informationsverarbeitung. Hier oben, das ist das, was wir schnell machen. Hier unten sind wir langsam. Schnell und langsam. Auf der asynchronen Seite reden wir von Lesen und Schreiben. Und bisher war es so, das eine können wir etwas schneller als das andere. 4-mal schneller lesen, als dass wir schreiben können. Sprechen und Zuhören? Sprechen ist 2-mal so schnell wie Zuhören. Weil beim Zuhören ist ja auch Verstehen gefragt, ne? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das heißt, wir sind schlechter drin, Dinge schriftlich vorzubereiten, machen Meetings, die dann keiner versteht, nicht richtig zuhört und dann muss irgendeiner danach das Protokoll schreiben. Was jetzt passiert ist, durch ChatGPT und generell durch generative KI, ist, dass wir auf einmal um ein X-faches schneller im Schreiben sind als im Lesen. Das bedeutet, wir können ganz schnell, dadurch, dass wir schon im Sprechen so schnell sind, eine Idee, ein Konzept oder Ähnliches aufsprechen. Also ich mache das ganz häufig mit ChatGPT, dass ich dann sage, der nachfolgende Text ist eine Idee, ein kurzes Business-Konzept, skizziere es mir in die entsprechenden Bereiche, mal es mir auf, damit ich es weiterleiten kann. Bedeutet, ihr nutzt die hohe Geschwindigkeit vom Sprechen und kombiniert sie damit, dass ihr sehr schnell etwas aufschreiben könnt, damit es dann später jemand teilen kann, der sehr schnell das lesen kann. Damit bringt man beide Seiten dieser Kommunikationsmatrix noch enger zusammen und wir werden schneller da drin, Informationen weiterzugeben. Das senkt die Transaktionskosten der Kommunikation und macht uns in der Zusammenarbeit wirklich schnell. Denn der Zauber für Flexibilität liegt auf der asynchronen Seite. Da kann ich nämlich selber entscheiden, zu welcher Uhrzeit oder in welchem Modus ich meine Nachrichten beantworte. Hier müssen wir immer zeitgleich im selben Raum sein oder in einem selben virtuellen Raum, um das zu beantworten. Echte Flexibilität entsteht auf der asynchronen Seite. Und diese Map hier, die Collaboration Performance Map und die Matrix, die gelten immer. Und ich habe dann mehr Zeit, die wirklich krassen Dinge, die durchdacht werden müssen, im Detail zu schreiben. 6-Pager oder ähnliches. Wir machen dasselbe Format wie Amazon. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr hier anschauen. 6-Pager-Format von Amazon ist ein aufwendiges Meeting-Format, aber extrem effektiv, wenn es um strategische Fragen geht. Plötzlich habe ich mehr Zeit dafür. Oder wie jetzt ein Video zu machen. Also, so viel zum Thema Supercharging. Deswegen freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Dort
Wir haben ja gerade ein Video gemacht zu Whisper, wie man Gesprächsberichte, Transkripte und so weiter macht. Wir werden mehr Sachen davon teilen. Das Video findet ihr hier. Und dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Mein Name ist Christoph Magnussen. Ich liebe dieses Thema hier, mache das schon sehr lange und wir machen genau diese Themen. Und deswegen freue ich mich auf eure Kommentare und hoffe, ihr werdet damit ein Stück schneller. Meldet euch. CPM, geiles Tool, letzten 7 Jahre etabliert und Kommunikationsmatrix. Wir waren halt heute hier. Es hat aber gepasst. Es war wirklich genau hier. Es müsste, glaube ich, dieselbe Farbe sein. There is a summit today, I think it's around 90 people. I want to show them the map that we use to find out what do you need to do in order to improve the actual collaboration.